Hi und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, herzlich willkommen. Ich habe in den vergangenen Jahren relativ viele Videos über den Mister gemacht, die FPGA-Emulationskonsole, die von den ersten frühen 8-Bit-Computern bis hin inzwischen zur PlayStation 1 alles an Videospielekonsolen, Computern, Arcade-Automaten nachbilden kann. Und vom ersten Video an habe ich, um den Mister mit einem Fernseher zu verbinden, dieses Kabel hier benutzt. Im Endeffekt ein VGA und ein Audiokabel abgeschnitten und hier in so einen SCART-Stecker rein gelötet. Und das ist natürlich nicht optimal. Ihr seht ja, wie das aussieht. Das ist so ein totaler Kabelverhau. Glücklicherweise hat das Kabel immer funktioniert, aber es sieht halt leider so aus, als könnte es durchaus auch jederzeit aufhören. Und dann habe ich vor ein paar Wochen den GunCon ausprobieren wollen, beziehungsweise so ein GunCon-Nachbauprodukt. Und dafür braucht man natürlich noch ein extra Sync-Signal. Und dann wollte ich mir also hier in diesen SCART-Stecker noch einen extra Sync-Abgriff reinmachen. Und man sieht ja, das ist ja alles schon relativ eng. Und dann habe ich gedacht, ne, das kann es nicht sein. Das muss doch irgendwie besser gehen. Und dann habe ich dieses Gerät hier designt. Und was es ist einfach ein kleiner Kasten. Hier schließt man den Mister an, mit den VGA-Port mit einem ganz normalen VGA-Kabel an den Klinkeneingang mit einem ganz normalen Klinkenkabel für das Audio. Und hier kommt SCART raus, mit dem ihr dann mit einem ganz normalen SCART-Kabel auf den Fernseher gehen könnt. Wir schauen uns das gleich nochmal im Detail an. Und weil ich ja wie gesagt auch ein Sync-Signal haben wollte, ist hier noch eine Cinch-Buchse, auf der man ein Sync-Signal rauskriegt. Dann habe ich gedacht, okay, wenn wir hier schon eine Cinch-Buchse drin haben und eben das VGA-Eingangssignal vom Mister, dann müsste man diese Cinch-Buchse doch auch benutzen können, um da Composite-Video rauszukriegen. Weil es gibt ja inzwischen auch die Cores, die Composite-Video-Ausgabe unterstützen. Damit kann man dann ja, das Originalaussehen von früher emulieren, als das RGB-Kabel bei Spielekonsolen eben noch nicht so verbreitet war und man normalerweise seine Videospielekonsole oder auch seinen Computer gar nur über ein Composite-Kabel angeschlossen hat. Und deswegen ist dieses Gerät konfigurierbar. Also man kann es entweder auf Composite stellen, wenn man Composite-Video gerne ausgegeben haben wollte, oder man kann das auf Sync stellen, wenn man stattdessen einfach nur das Sync-Signal haben will, um damit einen GunCon am Mister zu betreiben. Oder man stellt einfach auch gar nichts ein und benutzt einfach nur RGB SCART. Ziemlich praktisches kleines Gerät. Und weil es irgendwie schwierig ist, eine einzelne SCART-Buchse oder eine einzelne VGA-Buchse zu bestellen, habe ich davon sehr viele bestellt. Und ja, im Endeffekt möchte ich euch anbieten, mir so ein Gerät hier abzukaufen. Ich weiß noch nicht, als Bausatz oder als Fertigmodul. Fertiggerät geht natürlich leider nicht, weil, ihr wisst schon, Altgeräteverordnung und so. Mit oder ohne Gehäuse. Das Gehäuse ist 3D gedruckt. Das war ziemlich viel Arbeit, das so auszumessen, dass hier all diese Komponenten reinpassen. Natürlich ist sowohl das Board als auch das Gehäuse Open Source. Ihr könnt euch das also auch komplett selber irgendwie das Board fertigen lassen, das Gehäuse selber ausdrucken, die Komponenten selber besorgen und dann alles selber zusammenstellen.
Aber ich weiß jetzt, dass das viel Aufwand ist und den wollte ich euch ersparen. Ich habe jetzt aktuell noch keinen Shop online. Ich hatte ja mal einen Shop online, um die Kinesis Boards zu verkaufen. Der ist leider im Rahmen eines Serverumzugs jetzt irgendwie verschwunden. Deswegen setze ich einen neuen Shop auf und wenn ihr dieses Video hier seht, wird der Link zu dem Shop in der Videobeschreibung stehen. Und jetzt schauen wir uns das Gerät mal an. So, hier sind jetzt alle Komponenten von dem Mr. Dapter, wie ich ihn jetzt genannt habe. Der Name war noch frei. Und ich habe hier auch ein neues Gehäuse gemacht, zweifarbig gedruckt, im Gegensatz zu dem Gehäuse, was wir gerade gesehen haben. Mit den gedruckten Etiketten drauf ist hier die Bezeichnung und auch die beiden Konfigurationsmöglichkeiten mehrfarbig direkt mit dem 3D-Drucker gedruckt. Hier ist das Board, da steht auch mein Kanal drauf. Und hier sind die Komponenten. Die SCART-Buchse, die VGA-Buchse, die Klinkenbuchse und die Cinch-Buchse. Dann sind hier die Jumper, also 2x3 Stiftleisten. Und hier sind die passiven Komponenten. Einmal ein Widerstand mit 470 Ohm, der dafür da ist, den Syncpegel ein bisschen abzuschwächen, sodass er den SCART-Spezifikationen entspricht. Und dann haben wir hier als Luma-Falle, also um Farbstörungen bei dem Composite-Video einzudämmen, eine Induktivität und einen Kondensator. Und da habe ich herausgefunden, dass die Kombination von 33 Mikrohenry und 68 Picofarad ganz gut funktioniert. Aber das sehen wir ja gleich, wie das dann ausschaut. Man kann auch andere Werte nehmen, dann hat man ja eben einfach einen anderen Eindruck. Dann hat man schneller mal einen Regenbogen oder auch verwaschenere Farben, je nachdem. Das hier scheint für mich der Optimalwert aktuell zu sein. So, und fangen wir auch am besten direkt mal mit den passiven Komponenten an. Wir biegen die einfach um 90 Grad, die Beinchen von der Induktivität und von dem Widerstand. Und stecken sie hier jeweils rein. Biegen dann auf der Rückseite die Beinchen auseinander, sodass sie uns nicht entgegenfallen gleich. Und den Kondensator, den können wir einfach so reinstecken. Der hat jetzt keinen Plus- oder Minuspol, also ist es auch da völlig egal wie rum. Und dann können wir die drei Komponenten jetzt schon mal festlöten. Und die überstehenden Beinchen einfach abschneiden. Mal kurz gucken, ob alle Lötstellen gut sind. Wenn nicht, nochmal draufhalten. So, das waren jetzt die Passives. Und jetzt nehmen wir die Jumper und legen sie von hinten ein. Also so, dass die Beinchen auf dieser Seite rausschauen und löten die fest. Schauen, dass das gerade sitzt. Im Zweifelsfall nochmal korrigieren. Jo, sieht gut aus. Und jetzt kommen die Buchsen. Fangen wir an mit der Kopfhörerbuchse. Auch da darauf achten, dass die natürlich an der richtigen Stelle sitzt. Also, dass sie nicht schräg steht. Das sieht gut aus.
Sehr schön. Als nächstes kommt dann die Cinch-Buchse. Eventuell muss man hier die Mitte noch ein bisschen weiter rausbiegen, wenn es nicht sofort passt. Aber so passt es. Sehr schön. Jetzt käme die VGA-Buchse. Bei der ist es wichtig zu schauen, dass wirklich alle Pins durch die Löcher durchschauen, bevor wir das reinschieben. Und dann hat die hier zwei so große Massekontakte, die auch gleichzeitig so in die Platine reingreifen und die Buchse festhalten. Löten wir die doch zuerst. Jo. Und dann kommen die ganzen Pins. Eigentlich würde es prinzipiell ausreichen, die Pins zu verlöten, die auch tatsächlich genutzt werden. Aber lieber ein zu viel als ein zu wenig. Außerdem geben die natürlich auch der Buchse noch etwas zusätzliche mechanische Stabilisierung. Jo, auch das sieht gut aus. Und zum Schluss, und das ist jetzt ein bisschen schwierig, die Skatbuchse. Auch hier schauen, dass alle Pins durch die richtigen Löcher kommen. Das kontrolliert man am besten auch wieder von der Rückseite. Und dann muss man hier feste drücken, denn die hat hier zwei so Plastiknasen, die in das Board reingreifen und die Buchse festhalten. Einmal und zweimal. Und da sind sie alle. Und damit sind wir fertig. Jetzt kann man hier noch die Rückstände von dem Flussmittel entfernen mit IPA, also Isopropanolalkohol. Und dann nehmen wir das Gehäuse. Die beiden Jumper machen wir kurz weg und drücken einfach das Board hier rein. Das geht ein bisschen schwer. Man muss also auch ein bisschen Gewalt anwenden. Am besten liegt das Gehäuse dabei flach auf dem Tisch. Naja, zumindest so lange, bis die Jumper rauskommen. Und dann ruhig an jeder Seite einmal kräftig drücken. Das Ziel ist, dass alle Komponenten eben dann am Ende gerade zu liegen kommen hier. So, und dann setzen wir den Deckel auf und schrauben ihn mit einer Schraube fest. Schraube festziehen. Und der Mist-Adapter ist fertig. Jetzt können wir uns noch aussuchen, ob wir Composite oder Sync wollen. Und wir fangen bei der Demonstration mal mit Sync an. Also setzen wir die beiden Jumper so, dass sie hier auf der rechten Position Sync stehen. Und schauen uns das Ganze jetzt mal am Fernseher an. Bis gleich. Jetzt habe ich hier den Mister mit VGA und Klinke an den Mist-Adapter angeschlossen und den Mist-Adapter mit SCART an den Fernseher. Und jetzt schalten wir den Mister einfach mal an.
So, jetzt starten wir einfach mal irgendwas, was gut aussieht, mit RGB. Hz. Ansonsten würde wieder das Bild auf der Kamera ganz furchtbar flackern. So. Und Bild und Ton funktionieren völlig problemlos. Und jetzt schließe ich hier mal den GunCon-Nachbau an per USB. Und das Sync-Kabel an den Sync-Ausgang vom Mr. Adapter. Aber erstmal geht das immer ein bisschen schwer. Gut. Und jetzt starten wir mal irgendwas. Wenn man das gut demonstrieren kann. Also, weil jetzt natürlich der GunCon Controller 2 ist. Zephyr Joy 2. Also, dann doch No. Zephyr Trigger Joystick, Crosshairs off. Okay, bisschen besser zielen. So geht's. Okay. Das ist unser Sync-Ausgang. Und jetzt schauen wir uns noch den Composite-Ausgang an. Aber dafür nehme ich einen anderen Monitor, weil bei dem hier funktioniert leider NTSC über Composite nicht so gut. Und jetzt ist der Mr. Adapter umgeschaltet auf Composite. Und der Klinkenstecker steckt jetzt nicht mehr im Mr. Adapter, sondern direkt von der Klinke geht es in den Fernseher und vom Cinch-Anschluss geht es eben in den Composite-Eingang des Fernsehers. Und das schalten wir auch hier mal an. Und jetzt müssen wir natürlich auch die YC-Cores benutzen. Und zum besseren Vergleich lade ich jetzt wieder das gleiche Spiel wie gerade eben.
Und jetzt ist es erstmal schwarz-weiß, weil er momentan noch auf RGB steht. Das heißt, wir müssen jetzt hier umschalten auf YC. Und wir sehen sofort das wunderschön dreckige Composite-Signal mit all den unsauberen Farbrändern. Und wir können jetzt hier auch umschalten. Auto ist natürlich NTSC, aber wir können auch auf PAL umschalten. Und dann haben wir eben hier 50 Hertz mit etwas mehr Zeilen, deswegen oben und unten etwas leer. Oder eben auf NTSC wieder, dann haben wir quasi Vollbild, zumindest innerhalb von diesem 4:3 Fensterchen, aber dafür eben 60 Hertz. So, und ja, so sahen Videospielkonsolen früher aus und so kann man eben jetzt mit dem Mist-Adapter über die Composite-Einstellung und mit einem entsprechenden Core, und die gibt es inzwischen für so ziemlich alle Systeme, einschließlich der PlayStation, eben auch wieder das Bild so haben, wie es früher in den Composite-Tagen war. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht ganz sicher, warum man das wollte, aber ja, vielleicht Nostalgie oder so. Das war jetzt mein kleines Video zum Mist-Adapter. Und wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu den Source-Files, sowohl für das Board als auch für das Gehäuse. Der Link zu den YC-Cores, weil die werden nicht automatisch von Update All installiert. Und auch den Link zu meinem Shop, den ich jetzt noch einrichten muss, wo ihr den Mist-Adapter dann auch von mir kaufen könnt. Soweit dazu. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Ciao!